Ich bin jetzt wieder in Tadschikistan. Ich habe den Visa Run erfolgreich durchgeführt. Und hinter mir ist der See Iskanderkul. Und der hat die Legende nach den Namen daher, weil Alexander der Große hier war. Und angeblich soll hier sein Pferd ertrunken sein. Ich habe an der Grenze den Matteo aus Frankreich kennengelernt und bin ein kurzes Stück mit dem zusammengefahren. Und das tat auch echt gut, mal einen Radreisenden zu treffen, mit dem man vor allem auch auf einer Wellenlänge ist. Naja. Als nächstes geht es jetzt nach Duschanbe, der Hauptstadt. Da muss ich mich dann registrieren. Und das muss man innerhalb von 10 Tagen machen. Sonst ist man hier illegal. Und dann werde ich da auch die Genehmigung für die Pamir-Region holen. Tadschikistan besteht zu 90% aus Bergen. Das heißt, es wird ganz schön viel auf und ab gehen. Ich habe mal wieder ein bisschen Glück. Auf dem Weg nach Duschanbe geht es einen ziemlich großen Pass hinauf, inklusive Tunnel, der für Fahrradfahrer wohl auch nicht so ideal sein soll. Glücklicherweise hat ein Sprinter neben mir angehalten und hat sogar noch Platz gehabt. Jetzt fahre ich bis hinter den Tunnel, weil bergab fahren kann ich dann doch alleine. Und so habe ich dann auch wieder ein bisschen Zeit gespart. Echt gut! Jetzt der Ansop-Tunnel, wo wir durchfahren. Und definitiv, für Fahrräder ist es nichts. Könnt ihr was sehen? Nee? Ich auch nicht. Geil. Einfach nur geil. Und was am coolsten ist, da geht die Straße runter. Ach ja, ich spüre die Gier nach Tempo in mir. So, es ist zwar erst 20 nach 4, aber ich habe meinen Schlafplatz schon gefunden. Die einzig brauchbare Stelle hier, und die ist noch nicht mal wirklich gut, aber die Aussicht ist total super. Und der Platz ist einigermaßen windgeschützt. Das ist hier in den Tälern nämlich wie im Windkanal. Naja, nach Duschanbe sind das jetzt noch, weiß nicht, so 80 Kilometer in etwa und es geht nur noch bergab. Das kann ich auch morgen in Angriff nehmen. Alter, was für eine geile Strecke. Aber diese ganzen Tunnel sind teilweise nicht ohne. Ich habe da aber ein Lifehack für. Sonnenbrille abnehmen.
bin jetzt wieder in Duschanbe, der Hauptstadt Tadschikistans. Und ich fahre jetzt wieder ins Greenhouse Hostel, wo ich bei meinem ersten Aufenthalt schon übernachtet habe. Da trifft sich nämlich jeder, der Rang und Namen hat. Na, jetzt ich wieder. Nein, Spaß. Aber das Hostel ist ganz bekannt, weil da treffen sich nämlich die Reisenden, ob mit dem Fahrrad oder Motorrad oder wie auch immer, die den Pamir Highway fahren wollen oder halt von dort kommen. Und das ist immer ganz nett. Dann kann man sich mal austauschen, Fahrräder gucken, mal gucken, wie die Leute das so mit Taschen und Ausrüstung immer geregelt haben. Das finde ich ganz gut. So, und die Stadt selber finde ich total klasse. Das ist echt monumental. So, ich bin jetzt auf dem Weg zum OVIR-Büro, um da meine Registrierung und die Genehmigung für die Pamir-Region zu holen. Ich hoffe mal, das geht recht fix, dass ich hier nicht mehrere Tage noch warten muss. Aber das wird ein bisschen dauern, die Strecke zu fahren. Aber es wird geil. Morgen kurz nach 10 kann ich die Sachen abholen. Das heißt, schön entspannt nach dem Frühstück. Jetzt werde ich mir hier noch einen schönen gemütlichen Tag machen in dieser wunderschönen Stadt. Der Platz der Unabhängigkeit. Tadschikistan ist im September 1991 von der Sowjetunion unabhängig geworden, als die Sowjetunion zu der Zeit nämlich zerfallen ist. Und ich muss ja sagen, also wenn sie schon was Symbolträchtiges bauen, dann aber auch richtig. Schön ist es hier. Es geht jetzt langsam Richtung Pamir-Gebirge. Im Greenhouse Hostel habe ich den Lukas aus Deutschland getroffen. Wir fahren jetzt ein Stück zusammen. Der läuft jetzt, glaube ich, irgendwo da hinten rum und sucht den kleinen Bach, wo man sich wohl ein bisschen waschen kann. Aber naja. Heute sind wir aber nicht weit gefahren. Das waren jetzt knapp über 50 Kilometer. Weil es mir irgendwie nicht so gut ging. Keine Ahnung, ich habe mir irgendwie den Magen zerschossen. Einzelheiten erspare ich euch. Aber wir haben hier so eine kleine Obstplantage gefunden. Hier werden wir dann später, wenn die Sonne ein bisschen tiefer steht, dann unsere Zelte aufbauen. Das ist schon ein toller Platz. Überhaupt, also was ich bislang von Tadschikistan gesehen habe, finde ich sehr beeindruckend. Und das ist erst der Anfang. Das wird noch richtig krass von der Landschaft, ich sage euch das. Ach, so ein kleiner brauner Haufen. Das habe ich einem kleinen Metalldraht zu verdanken. Der kleinen Nadel hier in diesem riesigen Heuhaufen. Und ich erwische sie natürlich. Aber mein Therapeut hat gesagt, ich soll die Dinge positiver sehen. Also habe ich morgen früh gleich eine Aufgabe, die ich erledigen kann. Super.
Jetzt habe ich nasse Füße. Das ist hier in Tadschikistan so ein bisschen wie Himmel und Hölle. Ich liebe ja Berge und ich finde das hier echt schön. Aber die Straßen sind, um es mal politisch auszudrücken, bescheiden. Also zumindest auf dem Stück, wo ich jetzt gerade bin. Sehr abenteuerlich hier. Also teilweise ist es echt eine richtig schlechte Piste. Aber gut. In der nächsten Stadt soll es wohl günstige Hotels oder so ein Homestay geben. Und da werde ich dann eine Nacht schlafen. Dann habe ich meine 50 Kilometer für heute auch geschafft. Dann ist erstmal gut. Aber das ist schon nicht ohne. Guten Morgen. Heute soll es in die Stadt Kalaychum gehen. Und da steht mir ein ganz schön heftiger Anstieg bevor. Das geht nämlich 1800 Höhenmeter rauf. Und das bei den schrecklichen Straßen hier. Aber danach, das habe ich schon geguckt, soll es bis Schoroch dann wieder asphaltiert sein. Mal gucken, ob ich vielleicht eine Mitfahrgelegenheit finde. Ob ich da wieder so ein Pickup aufnehmen kann. Oder ob ich da dann selber hochfahren darf. Das wird auf jeden Fall den ganzen Tag kosten, Minimum. So, es hat glücklicherweise geklappt. Ein netter Mann nimmt mich jetzt ein Stück mit. So spare ich dann einen heftigen Aufstieg und zum Glück auch ein bisschen Zeit. Weil nach Schoroch, das ist noch ein bisschen. So kann ich die Zeit dann auch für andere Dinge nutzen. Ja, das hat auf jeden Fall Zeit gespart. Das waren jetzt zwar nur knapp 9 Kilometer, aber bei den Höhenmetern und der Strecke 1,5 Stunden Minimum. So, jetzt habe ich bis nach oben noch 15 Kilometer vor mir und noch so etwas über 1000 Höhenmeter. Naja, soll ja auch Spaß machen, nicht wahr? Irgendwie ein bisschen doof gerade. Es hat angefangen zu regnen. Nicht doll, aber es tröpfelt so vor sich hin. Und da ganz oben muss ich rauf. Das sind von hier jetzt noch 12 Kilometer und etwas über 800 Höhenmeter. Das ist ordentlich. Ich werde ins nächste Dorf gehen, da soll es einen kleinen Gemischtwarenladen geben. Und dann werde ich erstmal was essen. Essen ist immer gut. Und tja, einen Laden habe ich leider nicht gefunden. Dafür aber ganz nette Menschen, die mich auf einen Tee, selbstgemachten Joghurt und Brot eingeladen haben. Das ist echt unglaublich, wie gastfreundlich die Menschen hier sind. Dafür lohnen sich diese ganzen Strapazen. Ist das eine geile Aussicht hier. Und es ist vor allem ruhig. Ja, ich bin jetzt auf 3000 Meter Höhe bis zum Pass. Der ist da hinten. Dann sind das noch ca. 200 Höhenmeter. Das mache ich aber morgen früh. Und ich habe hier diese coole Hütte gefunden. In Gesellschaft habe ich auch. Der Hannes aus Regensburg. Und wenn ich mal so überlege, hätte ich die Mitfahrgelegenheit heute nicht gefunden, die mir 1,5 Stunden geschenkt hat, wäre ich wahrscheinlich gar nicht hierher gekommen. Wäre ich vielleicht eine andere Route gefahren, hätte das zeitlich gar nicht geschafft, hätte woanders geschlafen. Das ist schon cool. Ja, und was lernen wir daraus? Vertraue der Macht. Alles geschieht, wie die Macht es verfügt. Okay, ich habe so viel Star Wars geguckt. Guten Morgen und willkommen auf 3250 Metern. Ich bin jetzt oben auf dem Pass. Nach Kalaychum geht es jetzt ordentlich bergab. Und die Straße, auch wenn das eher so eine Piste ist, sieht eigentlich nicht so schlecht aus. Ich hoffe, das bleibt so.
In Kalaschum werde ich einen kleinen Pausentag einlegen, weil ich muss ein paar Klamotten waschen. Mir sind die frischen Socken ausgegangen und so nochmal ein paar Kleinigkeiten machen. Und einfach mal die Füße hochlegen, bevor es dann nach Korosch geht. Ich habe hier in Kalaschum jetzt ein kleines niedliches Hostel gefunden. Ist auch gar nicht mal so teuer. 100 Somoni für ein einfaches Zimmer, aber mit Klimaanlage, 2 Steckdosen. Nur leider ohne Verpflegung. Na gut, ist so. Ich hoffe mal, dass ich meine Wäsche gleich einmal durchwaschen kann. Und dann lege ich ein bisschen die Füße hoch. Ich habe vorhin bei dieser richtig coolen Abfahrt auch eine Reisegruppe aus Russland getroffen. Das war auch echt nett. Aber die haben mir erzählt, dass es jetzt nach dem Ort, wo eine sehr lange Baustelle gibt, weil sie die Straße sanieren. Naja, mal gucken, was mich da so erwarten wird. Aber bis nach Korosch ist es nicht mehr allzu weit. Mal gucken, das sollte ich so in 4-5 Tagen dann auch geschafft haben. So, und wisst ihr was? Da ist Afghanistan. Es fließt nämlich hier, das sieht man jetzt natürlich nicht, der Panjshir-Fluss, der Afghanistan von Tadschikistan trennt. Da werde ich die nächsten Tage dran langfahren. Mal gucken. Wenn ich Bock habe, schwimme ich mal nach Afghanistan rüber. Ich fand es da ja doch recht schön. Guten Morgen! So, weiter geht's! Und was für ein geiler Tag! Bislang ist die Straße echt super! Einen herzlichen Dank an all die tapferen tadschikischen Straßenarbeiter! Es gibt nur hier und da so ein paar kleine Baustellen. Und vorhin bei einer kurzen Frühstückspause habe ich noch ein Pärchen aus Russland getroffen. Die haben mir Süßigkeiten geschenkt. Da habe ich was für die kleinen Kiddies. Oh, Wahnsinn! Es ist so geil, hier in diesem Tal zwischen den Bergen durchzufahren. Und das sind mal richtige Berge, nicht so ein Erdhaufen wie der Brocken oder so. Oh, geil. Oh, da bin ich happy. Das sind immer so die coolsten Momente auf so einer Tour. Wenn du glücklich bist und du es weißt. So, kurze Mittagspause. Die Freude über die schöne Straße währte nicht lange. Nach 10-15 Kilometern war wieder Schluss mit dem Asphalt. Jetzt habe ich hier stellenweise wieder eine schöne, üble Piste. Es ist warm und staubig ist es auch. Bei dem ganzen Verkehr hier. Voll geschwitzt und zugestaubt. Aber das muss so. Ich bin ja nicht auf dem Wellnessurlaub. Meine Navi-App ist auch geil. Da sagt sie, hier ist ein Gästehaus. Das ist wohl eher ein Geisterhaus. Jetzt kommt das große Aber. Hier ist voll der geile Platz zum Campen. Man muss auch mal Glück haben. Mal gucken, wo ich mir hier einen schönen Platz suche. Entweder da vorne oder hier unterm Baum sieht es auch gut aus. Ah, herrlich. Das ist schön.
Scheiße. Es geht endlich weiter. Nach 2 Stunden. Ich hoffe mal, dass meine Karte diesmal stimmt und in 8 Kilometern tatsächlich ein Café und ein Laden ist. Weil mir geht so ein bisschen das Wasser aus. Und ich hatte noch keinen Kaffee heute Morgen. Das ist richtig schlimm. Die sind voll witzig, die machen hier eine Wasserschlacht. So, ich habe mein Wasser aufgefüllt und bin schnell weitergefahren. Nicht, dass ich ja auch noch was abbekomme. Aber ich bin für sowas ja immer zu haben. Und die größte, ja, die stand leider gerade daneben. Als ich einen Eimer in der Hand hatte, hat sie die ganze Eimerladung abbekommen. Ich finde, die Kiddies hier in Tadschikistan sind sowieso der Knüller. Selbst wenn sie 300 Meter weit weg sind, rufen sie noch Hello. Und oftmals kommen sie an die Straße gelaufen und klatschen ab. Das ist schon total cool. Aber ich finde die Gegend hier auch total geil. Also das ist Epic Level Herr der Ringe Minimum. Richtig cool. Es ist fast geschafft. Morgen bin ich dann endlich in Korosch. Und dann werde ich, wie gesagt, noch eine kleine Pause einlegen. Es mir nochmal gemütlich machen. Weil danach steht die große Herausforderung dieser Tour bevor. Dann geht es nämlich ins Hochgebirge. Und das wird, denke ich mal, recht anstrengend. Weil es geht dann teilweise auf über 4000 Meter hoch. So hoch war ich noch nie. Also abgesehen vom Fliegen natürlich. Deswegen werde ich die Zeit bis dahin nutzen und es mir noch ein bisschen gemütlich machen.